Ein Wohnwagenkonzept, was ganz viele Menschen im Internet begeistert hat. Millionen von Aufrufen auf YouTube hat dieser Caravan erzeugt. Er ist nämlich was ganz Besonderes, denn er hat hinten eine riesige Klappe, die man öffnen kann. Und hier ist jemand, der kennt sich gut damit aus. Hallo? Genau. Hallo. Wie ist der Name? Sascha. Sascha. Grüß dich, Sascha. Ja, das Konzept ist relativ einfach erklärt. Was ganz anderes, richtig? Genau. Wir haben hier eine große Heckklappe, die wir aufschmeißen können sozusagen, um da Motorräder mitzuführen. Das ist der Hauptzweck quasi. Genau. Also das ist dann schon mal wirklich für die Leute mit Motorrädern gedacht, um zu sagen, ja komm, ich fahre mit meinem Motorrad in den Urlaub und dann zum Beispiel am Gardasee lasse ich den Camper stehen, den Wohnwagen, und ich fahre nur mit meinem Motorrad raus. So, das ist keine Designstudie, man kann ihn wirklich kaufen. Genau, den gibt es schon auf dem Markt, den kann man auch bestellen. Die Lieferzeiten kommt immer darauf an, wie sie aussehen, aber so wie der gerade hier steht, kann man den bestellen. Genau, wir schauen uns den mal gleich ganz genau an, wie das Ganze funktioniert mit den Motorrädern. Ich kann es mir ungefähr vorstellen, von außen sieht es ja gar nicht aus wie ein Motorradtransporter. Das bedeutet, ich kann ganz dezent verreisen. Genau, wir haben hier einfach ganz schön klein, aber fein. Wenn man dann halt in den Wagen hineingeht, sieht man, oh, steckt ja einiges doch mehr drin. Könnte aber auch für Mountainbike-Besitzer zum Beispiel ganz toll sein. Das heißt, Leute, die in kurzen, kompakten Fahren oder ich sag mal Wagen haben möchten, genau, der ganz anders aussieht wie alle anderen. Richtig. Das ist einfach ein Transporter sozusagen. Also wenn man einen kurzen Urlaub machen möchte, kann man den ideal nutzen. Ja, man sieht es hier unten, der hat 2 Achsen. Das bedeutet, ich kann wahrscheinlich richtig viel belasten. Genau, die Maximalzulademöglichkeiten liegen bei 680 Kilo. 680 Kilo. Das heißt, ich sag mal, ein ganz schweres Motorrad mit 400 Kilo wäre kein Problem. Richtig. Ja, viele wollen 2 mitnehmen. Würden auch 2 reinpassen? Oder wird es eng? Also, ja, es würden 2 reinpassen, so 2 Enduro-Maschinen. So sieht's aus, ja. Das ist von der Kasten, also ein ganz eigenes Konzept für Leute, die zum Beispiel mit dem Motorrad reisen möchten, unterwegs sein möchten. Und wir können uns gleich mal den Innenraum anschauen. Was ist da hinter der Klappe? Da haben wir unsere Gasflaschen hinter versteckt. Ganz anders auch wie bei vielen anderen. Ganz genau. Ja. Da sind die Gasflaschen dahinter. Auf Wunsch auch wahrscheinlich mit Do-Control, wenn man das möchte. Ganz genau. Da sieht es aus. Ein Gasaußenanschluss hat es auch auf Wunsch. Ich meine nicht. Wir haben ja hier unsere ganzen Anschlüsse. Die werden von unten dann zugeführt. Genau, zugeführt, dass wir die Optik des Wagens dann nicht beeinträchtigen ein bisschen. So, ich zeig's mal gerade, ja. So, ich sag mal, die Form ist ja schon ziemlich einmalig. Das heißt, ein Doppelachser mit der Länge, genau, das fällt auf, oder? Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt von mehreren Gästen gehört, dass sie gesagt haben, den habe ich schon auf dem Campingplatz gesehen. Phänomenal. Außergewöhnlich, ja. Hier ist ein Vigo-Zelt mit dran, das ist speziell dafür gemacht. Und es passt auch sehr gut. Widerstandsfähiges High-Strength GFK-Dach, das heißt auch Hagel und Co. Genau. Das ist Hightech. Richtig. Schön innovativ alles gestaltet. Hagelschaden sollte passé sein. So, hier unten sieht man es, ja, das Fahrwerk, das muss natürlich ordentlich sein. Das bedeutet, es ist ein Transporter im Grunde genommen. Trotzdem ein Wohnwagen. Wir gucken uns das Ganze mal an. Die Aufbautür ist relativ groß. Ich kann also hier ganz bequem ein- und aussteigen. Kann ich denn das Fahrzeug auch benutzen, wenn die Maschine drin steht? Genau, Sie können auch das Fahrzeug benutzen. Sie können irgend drüber schlafen. Also wenn es extrem sein sollte zu Ihrer Motorradliebe, können Sie auch nachts Ihr Motorrad streicheln. Das geht. So, wir gehen mal rein. Stark ist die riesige automotive Heckklappe. Aber das System könnte ja auch Leute anlocken, die einfach nur das cool finden mit der Klappe, dass man komplett aufmachen könnte. Hier vielleicht noch einen Mückenschutz davor. Genau, den haben wir auch hier drin verbaut. Kann ich mal kurz zeigen. Zeig mal. Ach, der ist schon mit drin. Nicht erschrecken. Genau, das ist eine Neuerung zum letzten Modell. Da kann man wirklich zur Not am See sitzen und sich die Aussicht genießen lassen. Also mal wirklich. Zumindest ist man, wenn man mit einem solchen Fahrzeug auf einem Campingplatz steht, nicht alleine. Denn ganz viele Leute kommen rein, wollen sich das Konzept mal angucken. Stark ist auch, ich sag mal, die Art und Weise, wie man hier lebt. Man hat eine ganz große Bank, die längs ist. Ein Konzept, was man also mittlerweile im Kastenwagenbereich öfter auch mal sieht, dass Bänke drin sind. Das spricht dann wahrscheinlich die etwas sportiveren an, ja, die auf sowas stehen. Das heißt, die brauchen keine U-Gruppe. Genau. Also das Schöne ist hier, wir haben eine Bank, die 2 Meter lang ist, die dann auch zu einem Bett umgebaut werden kann. Ist das schwer? Es geht. Es geht. Also es sind nur ein paar Handgriffe, die man betätigen muss, aber so, wenn man drin geübt ist, geht's ruckzuck. Die Zooösen, die kann man wahrscheinlich jetzt im Messebetrieb nicht sehen. Wo sind die ungefähr? So, die sitzen dann im Boden. Die haben wir jetzt in dieser Variante nicht drin verbaut, aber die haben wir dann an verschiedenen Positionen im Wagen
eingelassen. Und die sind so fest, dass 400 Kilo, ich sag mal jetzt eine ganz große BMW R18, die neue, die reingehen könnte, Ja. das wäre kein Problem. Da, wir gehen mal ganz kurz rein. Das heißt auch, der Möbelbau ist angepasst an die Transportmöglichkeit. Das heißt relativ schmal. Genau, also wir haben hier schön alles. Sie sehen jetzt hier die Möbel, die Schränke, die gehen mit dem Hubbett runter. Wir haben hier auch über uns ein Hubbett. Das ist ein Hubbett. Ja, Das habe ich gar nicht gesehen. das zeige ich Ihnen jetzt. Das ist das optionale Hubbett, was man also dazu buchen kann. Okay, das da umklappen, damit es Genau. runtergeht. Ich lasse jetzt mal ein Stückchen nur runter. Und Sie sehen, die Schränke fahren mit runter. Da ist ein Hubbett drin. Genau. Das ist ja hochinteressant. Das heißt also, ich könnte, wenn es also so drin ist, die Maschine auch noch drin lassen, je nachdem, wenn der Lenker vorne steht. Richtig. Und könnte drin schlafen. Ja, und das Coole ist dann, wenn dann der Mückenschutz zu ist, kann ich auf den See gucken. Ganz genau. Sie können dann wirklich morgens auch den Kaffee im Bett trinken und die Aussicht genießen. Krass, cooles Konzept. Ist der sehr, sehr teuer? Was kostet der ungefähr? Die Basisstation fängt, glaube ich, bei knapp 23.000 Euro an. Ja, was er auch überall jetzt verbaut hat, ist der neue BWT-Filter. Das heißt also, der filtert das Wasser jetzt in Trinkwasserqualität. Genau. Das ist die Küche? Richtig. Hier haben wir unsere Küche mit einem Kühlschrank, inklusive Eisfach, um sein Kaltgetränk dann zu kühlen. Klein, aber fein. Kleine Küche mit 2 Flammkocher, kleines Waschbecken. Edelstahl, schön. Dann haben wir eine kleine Orga-Box hier. Macht Ja. kurz die Platte wieder zu. Für Gewürze, Tassen, damit sie halt auch nicht von links nach rechts schwirren während der Fahrt. Das hier ist ja so ein kleines bisschen Vanlife. Also das heißt also, es ist nicht mehr der klassische Wohnwagen. Genau, also wir haben auch hier zum Beispiel einen Fach, wo eine kleine Nespresso-Maschine zum Beispiel oder Reinpasst. andere Firmen reinpassen würde. Genau, Ja, hier vorne habe ich die Schränke. Wenn du mal gerade so lieb bist, mal aufmachst. natürlich. Danke. Wir haben hier die Schränke. Was gut an So. den Schränken ist, ich Ja. kann sie schließen und die schnallen nicht. Also es ist mit Soft Close. Okay, So kannst du mal schließen schön. Cool. Sehr schön. Angenehme Nacht auf jeden Fall. So, dann vielleicht mal hier einen Schrank aufmachen. Genau, hier haben wir die Mal Schubladen für Besteck, Okay. Gaszufuhr für den Ofen, also für die Flammkocher. Auch hier wieder leise schließend. Hier drunter haben wir nochmal ein Fach für Töpfe zum Beispiel. Ja. Und ganz unten haben wir dann unsere Heizung. Die Truma, ja. Schade ist, wenn ich jetzt mal auf Toilette möchte, ist leider keine Toilette eingebaut, oder? Doch. Zeige ich auch. Bitte einmal zeigen. Da Versteckt sich hinter dieser großen Tür dann bin ich mal gespannt. Badezimmer, ein richtiges Badezimmer mit Dusche? richtiges Badezimmer tatsächlich. Sehr schön. Also Da sind wir. ist nichts Kleines. Was mir gefällt, ist der Korpus hier mit den weißen Schränken. Das macht das sehr hell. Trotzdem Ja. das Holz. Gibt es das in verschiedenen Farbvarianten, das Fahrzeug? Nee. Also das Das ist Einzige, so, wie was es man ist. ändern konnte, sind Ja. die Polsterfarben. Die Polsterfarben. Das heißt Genau, also von der hier. Couch zum Beispiel. Prima. Aber das gefällt mir schon ganz gut mit dem Grau. Ja, also es ist modern gehalten alles. Wie war der Preis nochmal? Wo geht's los? Bei 23.000 knapp. Bei 23.000. Das heißt also eine optimale Ergänzung zum Motorradanhänger. Hier vorne habe ich die Toilette mit drin, die Dusche. Ich zeige mal gerade, wo die Aufnahme ist. Da. Die Dusche ist in dieser Variante nicht eingebaut. Die ist nicht eingebaut. Das ist Genau. jetzt ein Messefahrzeug. Genau. Es gibt es aber auch mit Dusche. Genau, da wird die Wasserhahnbrause verlängert und hier oben dann befestigt. Dazu gibt es noch einen Duschvorhang mit einem Luftschlauch innen drin. Dieser verhindert dann, dass der Duschvorhang an einem klebt, weil das ist nicht immer das schönste Erlebnis. Ja, ein großer Schrank ist mit dabei. Darf ich den mal sehen? Natürlich. Den haben wir direkt daneben. Boah, das ist echt groß. Ja, also da, Das sind ja Helme, die man vielleicht mitnimmt. genau, Lederkombos. Also passt schön, alles schön da drin. Genau. Wie ist denn so die Nachfrage? Die Leute, die das sehen, erkennen die gleich, dass das ein Motorradtransporter ist, mehr oder weniger? Ja, also es gibt die Experten, die wissen es. Die sagen so, ach, den habe ich gesucht, habe euch endlich gefunden. Und dann gibt es, wenn ich den Leuten erzähle, so hört mal, das ist ein Motorradtransporter, dann glauben die mir es erstmal nicht. Und wenn ich das denen erklärt habe, dann sind sie auch baff. So, vielleicht mal unten noch, last but not least, wir halten da mal kurz rein, dass wir mal sehen. Hier ist übrigens, ihr habt euch entschieden für die einfache Heizungssteuerung, da ist der Wassertank. Genau, hier haben wir den Frischwassertank und die ganze Elektronik drin verbaut. Ja, So, und den Rest gibt es wahrscheinlich alle extra Solar, wenn man das haben möchte, Lithium, das kann man wahrscheinlich aufbauen. Ja, also da oben ist die Heizung, da habt ihr die einfache Heizungssteuerung, Richtig. übrigens mein Favorit, ja, Okay. Easy. Ja. Das heißt, es gibt einmal warmes Wasser und einmal genau. die Heizung selber.
Ja, sehr schön. Dann gehen wir am besten mal kurz raus, machen die Abmoderation. Denn ganz viele Leute warten schon. Hier steht da der Deseo 400 TR zum Messepreis, wie er hier steht. Das ist nicht der am schlechtesten ausgestattete für 28.788 €. Ja, mit Hubbett und allem drum und dran. Und das Vorzelt ist wahrscheinlich nicht im Preis mit drin, oder? Nee, ist nicht mit drin. Aber das ist ja auch eine Geschmackssache, ob man sowas möchte oder nicht. Ja, Genau. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Sascha. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg auf der Messe. Danke, schönen Aufenthalt noch auf der Messe. Dankeschön, tschüss. Bitte, tschüss.